auf Deutsch sprechen. Hallo. Hallo. Dann euch werden nicht verstanden mich, aber das ist okay. Deutschunterricht hatte ich seit der 6. Klasse bis zur 12. Klasse in der Highschool. Meine Eltern dachten, dass ich so Spanischunterricht, weil es praktischer wäre. Aber ich wählte Deutsch, weil meine familiären Wurzeln. Diese Reise ging das erste Mal seit fast 60 Jahren, dass jemand meiner Familie nach Deutschland zurückkehrte. Wir sind endlich hier bei Deutschland. Jetzt. Und jetzt sind wir hier in unser Airbnb. Unser erster Halt war Heidelberg. Bei Heidelberg bestellte ich erstmals Essen auf Deutsch. Was denken Sie über die Fries? Es ist ein Video. Über die Fries. Ziemlich gut. Yeah, they're alright. Ja. Yeah, pretty good. Welches ist die beste? Haben wir nach unserer Lebensmittelkäufe gemacht. Aßen leckere Brot. Besuchte die Heiliggeistkirche in der Altstadt. Darunter der Philosophenweg und viel gelaufen. Das Wetter gefällt mir nicht heute. Es ist okay, aber ich bin sehr kalt. Du brauchst eine Toilette? Wie fühlen Sie? Wie fühlst du? How do you say let me in? Öffnen. Öffnen? Öffnen bitte. Öffnen bitte. Und natürlich UNC in Final Four um 3 Uhr wegen der Zeitverschiebung angesehen. Kommt hier bitte. Kinley. Danach verschneite Rothenburg ab der Taube. Wir gingen durch die Kopfsteinpflasterstraßen und zum ersten Mal Schneeballen gegessen. Wir haben Schneeballen We need a big knife. gekauft. Sehr gut. Interessant. Ich weiß nicht, ob ich dieses liebe oder nicht. Sie schmecken wie Pie Crust oder ähnliches. Kinley mag das Schneeballen besser, habe ich. Schneeball. Oh my gosh, fucking more. Wir durch den wunderschönen Rothenburg-Turnweg gelaufen. Und am Abend haben sehr viele Bilder auf Sonnenuntergang. Dann natürlich am Vormittag gingen wir Bestände auf Schokoladenmilch einkaufen für die Fahrt zum Nürnberg. Manfred, Gemischtes Doppel. Text von einem bekannten Bayern 1-Hit, Musik von einem... Besuchten wir die Kaiserburg und die Doppelkappel und die Sammlung historischer Schutz- und Angriffswaffen und sahen wir das tiefe Brunnen und auf dem Sinnwelturm die Aussicht zeigen gegangen. Du bist so wunderschön. Wir auf ein kleiner Markt trafen. Oh, das Licht ist verrückt, aber sieht die Künstlerin. Und gingen besichtigen, während Kinley versuchte, deutsche Jungs zu verführen. Hey, Was ist dein Handy? kuss mir. Ich bin verrückt, aber ich bin frei. Wir fuhren alsdann nach Prag. Da er in Prag auf Mission war, mein Vater half uns überall zu übersetzen. Schau dich an. Du bist so Natürlich gingen wir einkaufen. ich
Wir gingen Wetzelsplatz. Ich muss dich wiedersehen. Die astronomische Uhr. Sahen Schönblicker hoch über. Doch viel zu kurz ist das Minutenglück. Und ich muss wieder, Gingen viel. ja, ich muss wieder auf die Straße zurück. Ja, ich muss wieder auf die Straße zurück. Wir hatten noch zur Nikolaikirche. Weidsdom gefahren. Und benutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Und wir unseren Aufenthalt beendet mit Sinfoniekonzert am Gemeindehaus. This tastes like juice. I feel like it's a weird first taste, and then you get like a normal orange aftertaste. Nächster Halt sahen wir die Basterbrücke im Nationalpark Sächsischer Schweiz, gewandert direkt die Elbe und erkundet Bad Schandau. Das ist ein Trainingsprogramm. Gut. Läuft bei dir. Steig aus. Weiter nach Oberstdorf. Wir fahren zum Einkaufen und am Abend ich bestellte Essen in einer kleinen Stadt, in dem die Leute sprachen kein Englisch. Es ist 9 Uhr morgens. Guten Morgen. Wir bekamen unser Frühstück von einer kleinen Bäckerei in fußläufiger Entfernung der Wohnung. Dann machten wir uns auf zu einem weiteren Wandertag. Wir bekamen ein wenig verloren auf dem Weg. Oh, ich bin schön. Aber nach einer steilen Wanderung schafften wir es bis Schornsteinaussicht. Alles schmeckt sehr gut, wenn du bei Deutschland bist. Ja, hast du das gesagt, Mama? Ja. Ich brauche eine Toilette jetzt. Ich will hier in Wales nicht gehen. Hier fanden wir ein Feldspielerinnen. Und Mahlzeit. Dann konnte es losgehen. Sachen packen und auf Richtung 15 Minuten von Annaberg nach Schlettau. Meine Urgroßmutter Elsa Lingheinrich hatte eine Schwester Paula Bauer, die einen Sohn namens Christoph hatte, und Christoph hat einen Sohn namens Joachim. Ihn und seine Frau Iris ein Restaurant besitzen. Wir sind fast die ganze Familie getroffen. Sie haben 2 Kinder, Stephanie und Mike. Auch arbeitet Stephanie im Restaurant. Am Nachmittag wir ein paar Bilder zusammen angesehen. Und dann für Abendessen zurückgekommen und ich habe zu Übersetzungen geholfen. Dan, die im Restaurant arbeiten, war da auch und spricht gut Englisch. Und außerdem war das Essen natürlich super lecker. Am nächsten Tag trugen wir zur Kirche in Annaberg-Burgholz. Dort der Bischof und Missionar versuchte etwas General Conference in Englisch für uns zu sehen fanden. Wir trafen Helge, ihre Tochter Ute steht neben und auf das Ende steht Rosemary Lordman. Sie halfen uns, das Wagners Haus bei Geiersdorf zu finden, in dem mein Uropa und seine Geschwister aufgewachsen während des Zweiten Weltkrieges. Da gibt's mehr Bäume. Helga benannte eine Tochter nach Gerhild Smith. Später trafen wir sie am Nachmittag. Ihr Nachname ist Sache. Gerhild spricht ziemlich gut Englisch, aber ihr Mann spricht kein Englisch.
sie uns Eis, Kuchen, Süßigkeiten und Pero gefüttert. Und dann, wir waren auf dem Weg unserem letzten Ziel, Berlin. Wir sahen Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie und Döner gegessen. Etwas wollte ich schon immer einmal probieren, als der erste Tag der 6. Klasse, wenn Herr Lori darüber gesprochen. Wir sind Fahrrad gefahren und in der U-Bahn durch die Stadt. Kauften noch ein paar Postkarten und waren zusammen in der Mall. Und unsere Reise zu Ende war gegangen. Wir dann nur nach Einkaufen zum letzten Mal und war es Zeit, um nach Hause zu fliegen.